Heizkosten einer 92 Quadratmeter Wohnung. Herzlich willkommen im neuen Video. Wir werden so viel gefragt, was kostet heute Heizen mit der Celsius Infrarotheizung. Dann gibt's heute auch viele, die uns das gar nicht glauben, dass wir heute mit viel, viel weniger Energie, als wir heute in Energieausweise drinnen steht, heute heizen können. Wie funktioniert das? Warum funktioniert das? Und heute gehen wir mal ganz speziell auf eine Wohnung ein und schauen wir mal, wie viel die Wohnung in dem Fall Paneele braucht, wie man im Endeffekt so eine Wohnung ausstattet. Das habt ihr schon einmal gehabt. Heute geht's einmal speziell nur um Kosten. Heute geht's wirklich ums Eingemachte. Und ihr werdet erstaunt sein, warum die Heizkosten sehr, sehr gering sind. Bei Raumtemperaturen, die was sich, sagen wir mal, zwischen 23,5 und 24,8 Grad abspülen. Also Temperaturen, wo man sagt, okay, das ist eigentlich schon viel zu warm und viel zu hohe Temperaturen. Und jetzt werde ich einmal grundsätzlich nur erklären, warum das heute kein Problem ist. Bei Celsius ist es so, dass wir heute auf die 12 Meter Raumtiefe eine sogenannte Reflexion und Rückreflexion von den Bauteilen erzielen. Jeder, der was unsere Videos kennt, weiß, das ist eines der Qualitätsmerkmale von unserem Heizsystem. Das zweite Qualitätsmerkmal ist aber unsere dezentrale Steuereinheit. Das ist ein Computer auf der Seite, der was variabel in 8 Stufen den Stromverbrauch reguliert und bei der Wi-Fi bis zu 6000 Mal pro Minute. Also die ist sehr, sehr schnell und das ist Hightech. Das ist nicht irgendein primitives Thermostat wie ein Lichtschalter ein, aus, volle Leistung oder nichts. Nein, überhaupt nicht. Das ist eine Hightech-Heizung, die was heute über die hohe Reichweite eine Reflexion und Rückreflexion von alle Bauteile erzielt. Das heißt vom Boden, von den Wänden, von den Möbeln. Das heißt Grundfläche locker mal 6, für die, was heute der Wirkungsgrad interessiert. Und wenn ich aber Möbel mit einrechne in die Speicherwärme, ein großer Tisch, Küchenteile, Borde, Regale, sogar Innentüren geben heute aufgrund der Fläche eine Infrarauttemperatur ab. Und Celsius erwärmt euch genau das auf die Raumtemperatur, was ihr haben wollt. Und da ist jetzt genau der springende Punkt. Ich muss die Speicherwärme einmal auf die Temperatur aufbauen. Die Temperatur dann zu halten, hat nichts mit Dämmung zu tun, das hat dann nichts damit zu tun, wie viel Außentemperatur ist, sondern es hat genau damit zu tun, was für Feuchtigkeit vorhanden ist. Weil ich stehe jetzt da, hinter mir ist jetzt, der See ist noch schön zugefroren, also es ist noch Winter, ich habe aber relativ eine dünne Jacke an und ich habe drunter ein T-Shirt an. Warum kann ich da jetzt stehen? Genau deswegen, weil das Material nicht feucht ist. Feuchtigkeit ist der wesentliche Faktor bei unserem Körper. Denkt einmal nach, wenn ihr heute im Sommer schwitzt, warum schwitzt ihr? Genau deswegen, dass ihr Körpertemperatur über die Feuchtigkeit abtransportieren könnt. Wenn ich jetzt bei der Kälte was bei dem Schnee und Eis da hinten einbrechen würde, dann würde ich sofort auskühlen. Warum? Weil die Feuchtigkeit 25 mal mehr die Energie leitet wie Luft. Ergo dessen ist genau das der springende Punkt bei Celsius. Um Speicherwärme aufbauen zu können, werden wir am Anfang die Bauteile einmal entfeuchten. Das heißt, die Paneele werden tief in das Mauerwerk, im Boden genauso auch in die Decken heute einmal die Speicherwärme aufbauen und dabei die Feuchtigkeit im normalen Bereich reduzieren. Wir reden mal technisch auf 1,5%. Und dann erreiche ich so eine Stromverbräuche, die was ich jetzt da einmal einblende. Jetzt schauen wir mal durch die ganzen Verbräuche und ihr werdet einmal sehen, das ist ja sensationell, von was wir da reden. Wir reden da jetzt von 5 Paneele. Wir reden jetzt im Prinzip in dem Fall von einem kleinen Badezimmer. Wir reden heute davon, dass halt heute 4 Zimmer im Prinzip in der Wohnung auch noch gesamt sein und eins halt zusammengefasst ist, das ist der Küchenwohnbereich. Aber es geht ja immer um Kubikmeter, um das zu berechnen. Und wenn ihr jetzt das jetzt einmal hernehmt und jetzt blendet ihr euch jetzt einmal ein, was hat diese Wohnung derzeit für einen Tagesverbrauch, die gesamte Wohnung? Und dann schauen wir uns jetzt einmal an, die einzelnen Bereiche, wie heute die Verbräuche sein. Wir schauen uns jetzt den Verbrauch jetzt im Februar an, wir schauen uns das jetzt an rückwirkend Jänner, Dezember, wir gehen jetzt dann zurück November, Oktober bis im September, weil es ist ganz normal, dass im Alpenraum im September schon kalt ist. Und jetzt schaut euch bitte einmal die Verbräuche an. Und wer jetzt noch einmal sagt, dass Celsius eine teure Heizung ist,
der hat keine Ahnung vom Heizen, weil Heizkosten müsst ihr immer zahlen. Ob ihr heute Öl zahlt, ob ihr Pellets zahlt oder auch bei eurer Wärmepumpen braucht ihr Strom. Und ihr braucht gar nicht wenig Strom, wenn heute so kalte Temperaturen sind. Aber das ist genau der springende Punkt. Unsere Celsius-Heizung interessiert das nicht mehr, was draußen für Temperaturen ist. Wir haben eine Heizung, wo auf der jeweiligen Paneele heute jeweils der Stromverbrauch zur Speicherwärme reguliert wird. Ihr könnt jeden Raum extra ansteuern. Das ist unsere Wi-Fi-Technologie. Wi-Fi zeichnet da die Stromverbräuche auf. Wi-Fi kann heute gleichzeitig die Daten im Prinzip euch liefern, was habe ich verbraucht. Deswegen schaut auf www.infrarothimmel.at, schaut euch auch unsere ganzen Unterseiten an. Da ist sehr viel Informationen drin zu Wi-Fi, zu unserer Technologie. Auch etliche Referenzen für die Skeptiker da draußen. Wir machen das schon über 20 Jahre. Und deswegen tut unseren Kanal liken und abonnieren. Und wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Viert euch.